Noch läuft die Skisaison hier am Korvatsch im Oberengadin bei frühlingshaften Temperaturen. Doch wer durch die Billettkontrolle geht, hat nicht in jedem Fall gleich viel bezahlt. Seit dieser Saison gilt, wer früh bucht, erhält Rabatt. Viele Gäste hätten diese dynamischen Preise begrüßt, sagt Markus Meili von den Oberengadiner Bergbahnen. Wir waren sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Knapp 50% der Mehrtageskartenkäufer haben im Vorfeld diese Tickets gebucht im Onlineshop und demzufolge auch profitiert. Das war eine große Überraschung für uns. Kaum profitiert hat hingegen, wer spontan ins Skigebiet kam. Der Tagespreis variiert je nach Andrang. Von 45 Franken bis zu 105 Franken. So viel kostete die Tageskarte zu Spitzenzeiten. Als wir über die Festtage mit Preisen über 100 Franken waren, hat das natürlich schon nicht nur Applaus ausgelöst. Für das Skigebiet habe sich das System aber gelohnt. Der Umsatz im letzten Winter sei um 5% gestiegen, auch wegen der flexiblen Preise. Ähnlich klingt es in Andermatt-Sedrun oder in Zermatt. Mehr Buchungen online zu flexiblen Preisen und mehr Umsatz. Ein guter Winter wegen der neuen Preismodelle, nur teilweise, sagt Wirtschaftsprofessor Philipp Lütolf. Hauptursächlich sind sicherlich die nahezu idealen Schnee- und Wetterverhältnisse. Aber ich denke, es gibt schon Anzeichen, dass auch diese neuen dynamischen Preismodelle einen positiven Beitrag dazu geleistet haben. Beispielsweise indem Mehrtagesgäste halt früh eine Wochenkarte gekauft haben und nicht spontan abwarten und dann je nach Bedingungen 1, 2, 3 Tageskarten kaufen. Daher erwartet der Experte, dass weitere Skigebiete folgen. Und tatsächlich, auch Gstaad hat angekündigt, auf die nächste Saison hin variable Preise einzuführen. In St. Moritz setzen die Bahnbetreiber weiter auf das neue System. Für den kommenden Winter seien die ersten Skipässe bereits verkauft worden.